Im Frühling hat die traditionsreiche Schweizer Schuhfirma Künzli bekannt gegeben, dass sie ihren Produktionsstandort in der Schweiz einstellt und auf Albanien verlagert. Damit verliert die Schweiz einen der letzten industriellen Schuhhersteller. Hier, ganz im Osten der Schweiz, im St. Galler Rheintal, gibt es noch einen industriellen Schuhhersteller, der im Jahr rund 50'000 Schuhe produziert. Der CEO dieser Firma ist der Karl Müller. Karl Müller, wieso produzieren Sie hier in der Schweiz noch Schuhe? Ich habe ja bis 2006 Produktion in Asien gehabt, mit mehreren tausend Mitarbeitern beschäftigt, in China, in Vietnam, in Korea, wo wir 200'000 Paar Schuhe pro Monat hergestellt haben. Als ich aber angefangen habe oder mich entschieden habe, nochmal von Grund auf anzufangen mit Kibun, war für mich klar gewesen, dass ich in die Schweiz komme. Und das ist nicht irgendwie ein vernunftmäßiger Entscheid gewesen, sondern ein reiner Bauchentscheid. Eine Schuhproduktion ist ja mit sehr viel Handarbeit verbunden, wie man hier auch sieht. Ja. Wie ist es für Sie möglich, überhaupt noch in der Schweiz Schuhe zu produzieren, in einem Land, wo doch die Löhne relativ hoch sind? Für einen Ingenieur ist grundsätzlich alles möglich. Es gibt nichts, was nicht möglich ist. Natürlich muss man sich einschränken, man muss anders arbeiten. Als Quereinsteiger ist das für mich viel weniger wahrscheinlich ein Problem als für jemanden, der von der Schuhindustrie herkommt. Wir denken anders und ich habe mich einfach entschieden, in die Schweiz zu kommen. Wir haben uns angepasst und wir stellen fest, es funktioniert. Da sieht man den Obenschuh von diesen Kibun-Schuhen wie gemacht. Nebst denen ist natürlich die Produktion noch weit grösser. Ich glaube, wir schauen hier einmal ein bisschen rein. Jetzt, Karl Müller, wie ist das? Kann man die ganze Anlage für eine Schuhproduktion irgendwo ab der Stange kaufen oder haben Sie das alles selbst entwickeln? Also die Art und Weise, wie wir Schuhe produzieren, ist ja ganz anders als sonst in einer normalen Schuhfirma. Es ist viel, viel aufwendiger, weil die Sohle elastisch federnd ist. Und darum haben wir schon weitgehend alles müssen selber entwickeln. Was sieht man jetzt hier? Was wird da gemacht? Da wird der Schuh eingeleistet. Also der Oberschuh wird ja geneigt zuerst einmal, nachdem dass Einzelteile ausgestanzt worden sind. Und schlussendlich muss ja der Oberschuh, der sogenannte Schaft, verbunden werden mit unserer elastisch federnden Sohle. Und damit er verbunden werden kann, braucht es viel Vorbereitungsarbeiten. Und dann muss er in die Form gebracht werden. Und nachdem dass er in die Form gebracht worden ist, muss er fürs Kleben vorbereitet werden. Ja. Jetzt speziell in Ihrem Schuh, Sie haben es angesprochen, ist ja die Sohle. Was ist denn an dieser Sohle so speziell? Ja, die Sohle ist eigentlich ein Trampolin. Die ist elastisch federnd. Die ist innen dran hier ganz weich. Man kann die millionenfach zusammendrücken, also wie ein Trampolin federn. Sie muss aber unten so hart sein, dass nichts sich abnützen tut. Auf der Seite muss weich sein, damit sie nachgibt. Und am Rand muss wieder hart sein, damit der Oberschuh, der Schaft, gut hebt. Die Trampolinbewegung ist die Lieblingsbewegung des Menschen. Es ist auch die gesündeste, die beste Bewegung. Und diese Bewegung dort den ganzen Körper umtransformieren. Die Kräfte müssen in die Füße runter. Und wenn man auf den harten, flachen Böden in normalen Schuhen läuft, dann ist es eben so, dass man im Alter die Füße nicht mehr bewegen kann. Man läuft hüftorientiert, man macht kleinere Schritte. Und der Grund ist der, dass man die Füße nicht mehr braucht. Und die Sohle führt dazu, dass Kräfte in die Füße runtergehen und dass man die Hüfte entspannt, den Rücken entspannt und automatisch aufrechter wird und bis ins hohe Alter kann schmerzfrei laufen. Also kann man ein bisschen zugespitzt sagen, mit dem Schuh lernt man wieder richtig laufen? Ja, so ist es. Richtig laufen heisst ja barfuß in der Natur. Dort werden die Füße gebraucht. Auf den flachen, harten Böden verkümmert die Füße. Dann läuft man nur noch aus den Hüften raus, am Schluss am Rollator. Und in diesen Schuhen lernt man eigentlich das natürliche Barfußlaufen wieder. Sie haben es gesagt, es war nicht ein Vernunftsentscheid, um hier in die Schweiz zu kommen, zum Produzieren. Wir schauen hier ein bisschen weiter in den Betrieb rein. Wäre ja viel einfacher gewesen, wenn Sie auch in ein asiatisches Land gegangen wären, wo die Fachkräfte schon vor Ort gewesen wären, auch
finanziell wäre es doch für Sie viel interessanter gewesen. Für mich ist es, wie gesagt, hier, obwohl ich ein wissenschaftlich denkender Mensch bin, mache ich unternehmerische Entscheidungen zum grössten Teil aus dem Bauch heraus. Es war ein Bauchentscheid. Im Nachhinein muss ich sagen, gibt es viele Vorteile, die wir in der Schweiz haben. Wir haben eine gewisse Stabilität hier. Wir haben das Know-how im eigenen Betrieb. Also wir müssen nicht irgendwie Angst haben, wir werden kopiert. Natürlich werden, das sehen wir jetzt schon, auch die Grossen plötzlich produzieren alle die Schuhsohlen so. Also man schaut uns auf die Finger bei den ganz grossen Marken auch. Aber das wesentliche Kern-Know-how haben wir hier bei uns im Werk. Und das Risiko, dass wir in Asien kopiert werden, ist natürlich viel kleiner. Sie haben es angesprochen, der Bauchentscheid. Wie nachhaltig ist denn Ihr Bauchentscheid? Während Sie in 10 Jahren weiterhin hier in Sennwald Schuhe produzieren? Sind denn all die Flächen voll mit Anlagen, um die Kibun-Schuhe zu produzieren? Ja, das heisst ja nicht, dass ein Bauchentscheid weniger nachhaltig ist als ein vernunftmäßiger. Weil ein vernunftmäßiger Entscheid hängt viel mehr von äußeren Umständen ab. Und wenn die Umstände ändern, dann ändert man auch wieder den Entscheid. Mein Bauchentscheid, glaube ich, das ist eine Inspiration. Eine übernatürliche Inspiration. Und da glaube ich, dass die viel länger haben. Und wir sind überzeugt, dass wir über Generationen hier in Sennwald werden produzieren. Sie haben gesagt, eben erfolgreich. Wie messen Sie denn den Erfolg? Ist der bei Ihnen, dass am Schluss möglichst viel auf dem Konto ist? Das kann es ja fast nicht sein, sonst würden Sie nicht in der Schweiz produzieren. Oder wie messen Sie persönlich, ob Ihr Unternehmen erfolgreich ist? Ja, wenn das Geld eine Antriebsfeder wäre für das unternehmerische Denken, dann würde ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Wäre ich auf eine Insel gegangen nach dem MBT-Verkauf. Dann hätte ich nicht nochmal mühsam von Grund auf angefangen. Nein, für mich ist, ich glaube, ein Auftrag vom Himmel, da jetzt aufzubauen in der Schweiz, und zwar so zu bauen, dass es über Generationen halten wird. Der Kern von Ihrem Produkt, von Ihrem Hilfsmittel für Leute mit jensten Beschwerden ist die Sohle. Ich glaube, wir gehen jetzt einmal schauen, wie die Sohle auch produziert wird. Jetzt sind wir einen Stock tiefer. Da unten sieht man auch wieder, hat noch grosse Flächen zum Kibun weiterentwickeln. Die Produktionsstätte hier im Sennwald in der Schweiz. Langsam aber sicher kommen wir zum Herzstück, hier zum Roboter, zum Sohlenroboter, den sie, glaube ich, selbst entwickelt haben. Ja, mit dem Markus Bartole zusammen, mit einem Partner von mir, haben wir die Sohlenproduktionsmaschine, die robotergesteuert ist, müssen von Grund auf entwickeln, weil so eine elastisch federnde Sohle gibt es ja weltweit nicht. Haben wir auch früher noch die MBT nicht gehabt. Und darum haben wir das von Grund auf müssen zuerst einmal von der Idee her einfach ausprobiert, wie das ist, wenn man auf elastisch federndem Material, das wie Trampolin wirkt, wenn man einmal läuft, wenn man das an die Füße macht, und vom Prototyp bis zur Serienreife von industrieller Anwendung haben wir die Maschine von Grund auf müssen entwickeln. Was war also die grösste Herausforderung bei diesem Entwicklungsprozess? Alles eigentlich. Dass man ein elastisch federndes Material, eine Matte, kann einbetten in eine Umgebung hinein, wo unten dran abriebsfrei ist, wo sich praktisch auch nach Millionen von Schritten nicht abreiben tut. Trotzdem zurückfedert, so wie ein Trampolin zurückfedert, nach einem Schuh aussieht, also auch nicht die Form verliert, wenn man lang drauf läuft, dass die nicht wie ein Teig auseinandergeht, dass sie auch sehr, sehr lang heben. Ich meine damit das elastisch federnde Wirkung, dass sie eben nicht weicher wird, nicht dünner wird. Das sind so grob die wichtigsten Herausforderungen. Ein wichtiger Punkt war sicher auch, dass die Sohlenproduktion nicht besonders personalintensiv ist, dass viel automatisiert ist, vor allem wegen der Lohnkosten. Ja, das ist klar, weil hier oben haben wir so viel Handarbeit, wo wir eben den Schaft, den Oberteil produzieren, mit Nähen, mit Kleben, mit Schleifen, mit Anzeichnen, dass wir
mindestens bei den Sohlenhänden müssen die möglichst mit wenig Personal machen. Und wir können hier in dieser Anlage mit dem Roboter 250 Paar Sohlen produzieren in 2 Schichten mit einem Mann pro Tag mit einem Mann. Sie glauben wirklich daran, da etwas reinzustellen? Was denken Sie in 10 Jahren? Wie viele Mitarbeiter sind da? Oder vielleicht, wenn es automatisiert ist, wie viele Schuhe produzieren Sie da? Also ich würde ja lügen, wenn ich würde sagen, wir sind in der Schweiz, damit wir viele Mitarbeiter beschäftigen können. Wir wollen gute Arbeitsplätze haben, wir wollen gute Bedingungen haben. Das ist ganz klar unsere Philosophie. Hauptteil der Philosophie ist ja da, dass wir mit den Mitarbeitern anständig umgehen. Wir werden da also die Möglichkeiten sind 200'000 Paar im Monat zu produzieren. Wenn wir das werden erreichen, das hängt von unseren Kunden ab, von der Anzahl der Kunden, die bereit sind, den Kibun-Schuh zu kaufen. Da möchte ich mich nicht auf eine Prognose rauslassen, aber wir haben uns festgelegt, dass wir das hier machen werden. Wir haben es eingangs erwähnt, eine Schuhproduktion in der Schweiz ist inzwischen eine Besonderheit. Früher war das noch anders, aber gerade industrielle Schuhhersteller ist eine Besonderheit. Sie öffnen auch Türen. Man kann hierher schauen, was kann man hier in der Kibun World in Sennwald erleben. Einerseits kann man den Arbeiter, die Schuhe produzieren, über die Schulter schauen. Man kann jeden einzelnen Prozess auch auf dem Video mit einem Audioguide kann man nachvollziehen, dass man versteht, wie man einen Schuh produziert, vor allem wie man einen Kibun-Schuh produziert. Auf der anderen Seite gibt es einen zweiten Teil, einen Gesundheitsteil, wo man selber erleben kann, wie es möglich ist, dass man sehr schnell schmerzfrei wird am Bewegungsapparat, wenn man Schmerzen hat an den Knien, sogenannte Arthrose zum Beispiel, wo es ein Angstbegriff ist, wo man die Angst genommen wird, wo man auch viel besser versteht, was die Ursachen sind von Problemen. Man kann sich einen ganzen Tag in der Kibun World verweilen, im Bereich Gesundheit und im Bereich Schuhproduktion. Jetzt haben wir da doch einiges gesehen in dieser Kibun World in Sennwald. Ich glaube, Sie haben einen Einblick gewinnen, wie in der Schweiz heute noch Schuhe produziert werden. Falls Sie jetzt gewundert sind und noch mehr erfahren wollen, können Sie entweder auf die Homepage gehen von der Kibun World, die lautet www.kibun-world.ch, oder Sie können einfach selber hier vorbeikommen in Sennwald und schauen, wie vielleicht sogar Ihr persönlicher Kibun-Schuh produziert wird.